For English subtitles, activate the subtitle button, please. Hallo miteinander zum zweiten Teil von unserer Riesenschlangen-Serie. Heute sind die Boas dran, da wollen wir euch einiges zeigen. Wenn es um Boas geht, dann ganz klar kommen wir um die Abgottschlange nicht drum herum, um die Boa constrictor. Hier habe ich jetzt eine Boa constrictor ohne näher bestimmte Unterart, also weder Imperator noch Constrictor constrictor. Das ist so, dass die Boas ja seit Jahrzehnten in der Terroristik gezüchtet werden. Und früher hat niemand darauf geachtet, ist das jetzt Constrictor, Imperator, Longicauda, was auch immer. Man hat einfach kreuz und quer miteinander verpaart und herausgekommen sind einfach sehr hübsche Boas. Aber man kann nicht mehr nachvollziehen, welche Unterart sie sind. Ja. Also auch kein Herkunftsgebiet mehr bekannt. Von der Länge her werden diese, man sagt auch Wald- und Wiesenboas dazu oder Bastardboas kann man sagen, das ist ein gemeiner Begriff. Also diese Kreuz- und Querboas werden in der Regel so 2,5 Meter. Je nachdem, wenn mehr Imperator drin steckt, bleiben sie ein bisschen kleiner, steckt ein bisschen mehr Constrictor drin, werden sie ein bisschen länger. Aber so mit 2,5 Meter liegen wir recht gut. Klimatisch von der Haltung her am Tag knapp 30 Grad. Nachts kann man runtergehen auf 24, 25 Grad. Vom Handling her sind es immer recht brave Tiere. Beißen eigentlich nicht. Also wenn man da mal ein bissiges Tier hat, dann hat man wirklich ein wenig Pech gehabt oder ein bisschen eine Ausnahme erwischt. Sie lassen sich gut züchten und ist wirklich ein dankbares Terrarientier. Hier haben wir jetzt zwei verschiedene Imperatoren. Hier rechts habe ich Boa constrictor Imperator aus Costa Rica und hier links Boa constrictor Imperator von Honduras. Also Boa hat ein riesiges Verbreitungsgebiet von Mexiko oder beziehungsweise von Nordamerika sogar über Mexiko, ganz Mittelamerika bis nach Südamerika. Und entsprechend gibt es auch viele Unterarten beziehungsweise viele Verbreitungspopulationen. An den Imperatoren ist das Schöne, dass sie relativ klein bleiben. So ein Imperator wird ungefähr 2 Meter lang. Und wir sehen hier, dass es einfach auch verschiedene Färbungen sind. Hier rechts das Costa Rica-Tier. Ist jetzt die Pünktchenzeichnung, würde ich eher ein bisschen als Ausnahme bezeichnen. Ist kein Standard, aber ansonsten hat die so die typische bräunliche Färbung von den Costa Rica-Tieren. Die links, die Honduras-Imperator. Auch ganz typische Färbung, dieses Rehbraun. Dann dieser rötliche Bauch, den wir hier sehen, ist ganz typisch für die Honduras-Imperatoren. Und wie gesagt, von der Größe her beide maximal 2 Meter, also eine recht umgängliche Größe, eine recht handliche Größe. Hier habe ich die zwei kleinsten Boa-Arten, die es gibt. Hier in meiner linken Hand eine Boa constrictor Imperator aus El Salvador. Die El Salvador-Tiere sind ausgewachsen 1,50 Meter bis 1,70 Meter lang, wachsen auch unheimlich langsam, bis sie die Größe erreichen. Sind hübsche Tiere ansonsten, haben das ziemlich phosphorisierende Regenbogenschillern und eben von der Endgröße her natürlich auch eine praktische Sache. Und hier rechts, die kleine, wo ich hier habe, ist eine Mexiko-Boa, ebenfalls Boa constrictor Imperator. Wir vermuten, dass es Tarahumara-Zwergboas sind, ist aber keine sicher belegte Linie, aber von der Optik her und von der Größe her denke ich, dass es sich um Tarahumara handelt. Die Elterntiere von diesem Tier sind 1,40 Meter ungefähr lang. Wir haben auch Tiere aus der Linie, die 1,70 Meter sind. Sind allerdings sehr alte, große Tiere. Also bei den Tarahumaras oder bei diesen Mexiko-Zwergboas kann man von einer Durchschnittsgröße von 1,50 Meter ausgehen. Somit ist die kleinste Boa-Art. Auch die Größe, wie sie auf die Welt kommt, ist interessant. Also das Tier ist jetzt schon ungefähr 3 Monate alt. Also wenn die auf die Welt kommen, sind die ja, ein bisschen größer wie eine, ich hätte jetzt schon fast gesagt, so groß wie eine Kornader. Sie sind schon größer wie eine Kornader, aber im Verhältnis zu einer anderen Boa constrictor wahnsinnig klein. So, jetzt kommen wir zu den Boa constrictor. Hier habe ich eine Surinam-Boa, Surinam-Rotschwanz-Boa sagt man auch dazu.
Farblich auch ganz interessante, attraktive Tiere, ne? Die schönen purpurroten Schwänzchen, wo die haben, beziehungsweise auch insgesamt dieser schöne Rotstich. Wie der Name schon sagt, Surinam bzw. Guyana, also Französisch-Guyana oder Guyana, kommen die Tiere auch her, überschneidet sich der Lebensraum etwas. Ob es eigenständige Populationen sind, die Guyana und die Surinam-Tiere, darüber kann man streiten bzw. wird gestritten. Zur Länge von den Tieren, die Constrictor werden länger wie die Imperatoren. Und jetzt speziell auch die Surinam, denke ich, gehören zu den größten oder längsten Boa-Constrictor-Arten. Also sie werden bis 3 bzw. 3,50 Meter können die in Ausnahmefällen schon werden. Ich weiß noch, vor vielen Jahren hatte ich mal in den USA bei einem Händler einen Wildfangimport gesehen. Also der Kopf war, denke ich mal, so groß wie meine Hand fast. Also wenn die dann wirklich so 3,5 Meter haben, haben die auch einen wahnsinns riesengroßen Kopf. Also schon ganz imposante Tiere. Vom Handling her, ich würde sagen, sie sind nicht ganz so idiotensicher brav wie die Imperatoren, die wir vorher hatten. Aber wenn man sie von klein auf hat, sind es auch brave, umgängliche Tiere. Von der Pflege insgesamt her sind sie nicht ganz so leicht wie jetzt die mittelamerikanischen Imperatoren. Constrictor ist, würde ich sagen, ein bisschen stressempfindlich. Also man sollte sie auch nicht unbedingt zu oft hantieren oder zu viel Publikumsverkehr haben. Beziehungsweise auch beim Füttern muss man gleich ein wenig aufpassen. Wenn man das Füttern übertreibt, können die auch schnell mal die Nahrung wieder auswürgen. Also sie sind, denke ich, eher was für die Boa-Insider oder für die Profis oder Halbprofis von den Boa-Haltern. Jetzt haben wir hier eine Boa, die biologisch gesehen sehr eng verwandt ist mit den Boa Constrictor, geografisch aber ellenweit weg. Also das ist jetzt eine Madagaskar-Boa, die südliche Madagaskar-Boa, Acrantophis dumorilli. Gibt auf Madagaskar 2 Boa-Arten, hier die Dumorillis und dann noch die Madagaskariensis. Dumorilli ist die kleinere von beiden, dadurch vielleicht ein bisschen besser geeignet für die Terroristik. Wird ausgewachsen rund 2 Meter, also ungefähr vergleichbar mit der Boa Constrictor, vielleicht sogar einen kleinen Tick kleiner. Klimatisch ebenfalls gleich, tagsüber runde 30 Grad, nachts kann man auf 23 Grad runtergehen. Von der Art her sind sie auch relativ brav oder sind sogar sehr brav, selbst die Babys schon. Sind pflegeleichte Tiere eigentlich. Als Baby muss man gleich ein wenig aufpassen, dass sie gut fressen oder bis sie das Fressen anfangen. Das ist manchmal ein bisschen ein Hickhack, bis sie richtig ans Fressen gehen. Aber wenn sie dann gut ans Futter gehen, dann ist es wirklich ein pflegeleichtes Tier. Also wenn ihr euch sowas zulegt, achtet darauf, dass ihr dem Züchter vertraut, dass das Tier wirklich frisst und ihr nicht ein ganz frisches Baby kauft oder bekommt, das noch nicht gut ans Futter geht. Wie gesagt, ansonsten wirklich ein pflegeleichtes Tier, lassen sich auch relativ gut züchten. Ist allerdings unter WA1 Anhang A, also man braucht ebenfalls CITES mit Fotodokumentation für die Tiere. Jetzt haben wir hier Regenbogenboas, Epigrates kenschria kenschria. Hier habe ich ein Jungtier bzw. ein Baby, hier habe ich ein ausgewachsenes Tier. Die Regenbogenboas gehören zu den Schlankboas, sieht man an dem relativ schlanken Körperbau. Also das Tier hier in meiner linken Hand hat ungefähr 2 Meter Länge, das ist auch so die Endgröße oder Maximalgröße. Aber wir sehen ganz gut im Vergleich zu den Boa Constrictor, die wir vorher hatten, dass sie einiges schlanker sind, trotz der Länge. Die Regenbogenboas kommen aus dem nördlichen Südamerika, also sprich Brasilien, Guyana, Surinam, Peru. Sind reine Bodenbewohner, leben dort im feuchten Boden, im feuchten Laub eigentlich oder in der feuchten Erde, Substrat. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei den Tieren, wenn ich die halte. Sie wollen es zum einen nicht ganz so heiß wie eine Boa, also ich muss vor allem am Boden einigermaßen kühl halten und ich darf auch nicht von unten irgendwie heizen. Also der größte Fehler, den man bei denen machen kann, ist von unten mit einer Heizmatte heizen. Sind die ganz empfindlich, kriegen sie so eine Stoffwechselstörung, da kommen sie dann von einer Häutung in die nächste. Also wenn ich rote Regenbogenboas halte, dann nur von oben beheizen oder in einem beheizten Raum, das ist auch wirklich gut. Und dann immer darauf achten, der Boden muss zumindest zur Hälfte feucht sein. Also muss ich feuchtes Moos reinmachen oder feuchtes Substrat, dass die wirklich in dem feuchten Substrat liegen können und nicht völlig austrocknen.
Ansonsten sind es wunderschöne Tiere, wie wir sehen. Der Name Regenbogenboa kommt natürlich auch durch dieses phosphorisierende Regenbogenschillern. Vom Handling her sind in der Regel brave Tiere. Die Babys, die beißen manchmal noch ein bisschen, aber die Großen, die sind wirklich brav. Die probiert hier irgendwie gerade zwar meine Finger weg abzudrücken, aber ich glaube, das meint sie nicht böse. Die hält sich einfach fest an mir. Also schon ganz tolle Pfleglinge und seit Jahren eigentlich eine beliebte Terrarienschlange. Zu guter Letzt kommen wir zu den Anacondas. Allein der Name lässt die meisten Leute schon erschauern, dank Fernsehen. Anaconda, die Killerschlange, die riesengroße. Es gibt zwei Arten, die gelbe und die grüne. Hier haben wir die gelbe Anaconda, Eunectes noteus. Die gelbe bleibt deutlich kleiner wie die grüne Anaconda. Wird ausgewachsen lediglich 2,5 bis 3 Meter lang. Klimatisch ebenfalls wie Boa constrictor, tagsüber rund 30 Grad, nachts 24, 25 Grad. Die Tiere kommen ebenfalls aus Südamerika. Vom Handling her, wir sehen es vielleicht hier an meinen Fingern, Anacondas sind meistens ein bisschen Stinker. Also wenn man eine Anaconda zahm haben will, das ist möglich. Hoppala. Man kann die Tiere schon zahm bekommen, man muss sie wirklich halt von klein auf hantieren, sich ab und zu mal ein bisschen beißen lassen. Die gute Nachricht für jeden, der es machen will, sie haben relativ kurze Zähne, also selbst wenn sie beißen, tut es nicht sonderlich weh. Aber es dauert halt wirklich einige Zeit, bis man die brav und anständig hat. Wenn sie dann umgänglich und brav sind, dann bleiben sie es eigentlich auch. Am Schluss kommt das dicke Ende, in dem Fall die grüne Anaconda, Eunectes murinus. Die grünen Anacondas sind die größten Riesenschlangen der Welt oder die größten Schlangen insgesamt. Von der Länge werden sie wahrscheinlich vom Netzpython ein bisschen überholt. Der Netzpython wird wahrscheinlich noch mal ein paar Zentimeter länger, aber von der Masse und vom Gewicht her sind die Anacondas die größten. Die Tiere sind vom Lebensraum her ziemlich ans Wasser gebunden, also leben in den Amazonas-Ausläufern von Bolivien, Brasilien, Peru, glaube ich, müsste auch noch dazugehören. Wie gesagt, in den Mündungsarmen des Amazonas leben die da in den Sumpfgebieten. Sind die meiste Zeit unter Wasser, beziehungsweise das Köpfchen guckt aus dem Wasser raus, beziehungsweise Augen- und Nasenspitze. Also der Körperbau beziehungsweise der Kopf ist auch schon richtig ans Wasser angepasst. Da können die im Wasser liegen und auf Beute lauern. Wenn jemand genug Platz hat, großen Kellerraum oder einen großen Hobbyraum, dann kann er die Tiere durchaus artgerecht halten. Sie lassen sich auch ganz gut züchten. Man braucht einfach Unmenge Platz für die Tiere. Vom Handling her, wie auch schon die gelben Anacondas, kommen sie nicht gerade als Herzchen auf die Welt. Also am Anfang beißen sie erstmal ein bisschen nach allem, was in die Nähe kommt. Wenn man die Tiere regelmäßig hantiert und regelmäßig damit umgeht, können sie aber völlig zahm werden. Das war der zweite Teil von unserer Riesenschlangenserie, in dem Fall die Boas. Auch hier konnte man natürlich nicht alle zeigen, die in den Terrarien gehalten werden. Also der eine oder andere hat vielleicht die Corallus vermisst, Corallus enidris, Corallus caninus hat gefehlt. Es gibt noch einige andere schöne Boas, oder bei den Epigrades gibt es noch viele schöne Arten. Dann gibt es natürlich von den Boa constrictor noch jede Menge verschiedene Unterarten und Verbreitungsvarianten. Dazu können wir euch das Buch empfehlen, Reinrassige Boa vom Hermann Stöckel, bei uns im Verlag erschienen. Dürft ihr gern bestellen. Werdet ihr noch sämtliche anderen Boa constrictor Unterarten finden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Check my balls und checkt die Boas. Hallo miteinander zur Folge. Vom Handling her sind es alles recht brave, umgängliche Tiere. Wir sehen es auch hier, die ist zwar ein bisschen neugierig. Wenn nachher mal Anita auftaucht, denkt man mit dran, ob sie die Lichter auf Dauer plus schalten kann. Das ist ein Gelaber, echt. Ich war gerade echt, ich habe mich gerade selber richtig in Trance gelabert. So, jetzt kommen wir zu den, ich mache nochmal ohne so. Die guckt zur Base. Ich beiß mich gleich. Jetzt haben wir hier
Regenbogen-Boas. Machen wir nochmal. Natürlich hat auch wieder was gefehlt. Das hört sich auch scheiße an, natürlich hat was gefehlt. Brauchst du auch nicht speichern.